Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es ist mir jetzt schon wirklich fast ein wenig unangenehm, dieses Video zu machen, da sich wahrscheinlich viele Leute sich jetzt sehr gerne vorstellen würden, mich dafür zu schlagen, ja. Aber ich lasse das mal einfach kommentarlos im Raum stehen und was soll ich dazu sagen? Also wir befinden uns jetzt hier auf dem Battlemage, ja. Wir hatten in den letzten Tagen vermehrt Glück gehabt mit den Epic-Waffen auf meinem Main. Um nicht zu sagen, habe ich dort 3 Stück an der Zahl innerhalb von 2 Tagen in Quest gefunden. Eine davon war sogar so mega brauchbar, dass ich die ausgewechselt habe und dass die Spanne so unglaublich heftig ist, dass es die größte Spanne von meinem Server ist momentan. Ja. Und was soll ich sagen? Ich meine, ich habe jetzt keinen Screenshot, keinen Beweis, dass ich die in einer Quest gefunden habe. Aber ich muss euch wirklich so viel sagen, es ist passiert und ja, ihr könnt es ja auch anhand der Pilze vergleichen zum letzten Video. Keine Ahnung, ich habe nicht großartig im Shop geblättert oder sowas. Ja, dass ich hier meine Waffe erhalten habe. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, und wir haben jetzt hier, um mal jetzt ein bisschen Fahrt aufzunehmen, wir haben jetzt hier ja wieder mal eine unglaublich fette Waffe gefunden. Ja, ich muss sowieso mal ein bisschen gucken, ich muss hier mein Inventar mal aufräumen und so. Und ja, es ist unglaublich krass. So, die Spanne ist heftig, ja, die Spanne ist absolut krass und die Stats sind mittlerweile auch schon viel, viel besser. Eisschaden plus 17, Blitzschaden plus 12 im Unterschied, ja. Und das Ganze werden wir natürlich auch verbessern. Wir haben nicht die nötigen Ressourcen dafür, okay, alles klar. Das Ding ist nur, dass ich jetzt noch momentan, keine Ahnung, meine Edelsteinmine am Ausbauen habe. Und die wollte ich noch auf 25 bringen, ja. Und das heißt im Umkehrschluss, dass ich halt keine richtigen Steine dafür zur Verfügung habe. Den Stein aus dieser Waffe will ich auch nicht nehmen, weil ja, der schon richtig, richtig alt ist. Deswegen werde ich jetzt erstmal meinen Stärkestein da reinsetzen. Und ich glaube, ich werde das so machen, dass wenn ich neue Steine bekomme und die Epics wechsle, dann werde ich meinen Stärkestein hier drin auch behalten in der Waffe des Battlemages. Und die 2 Sachen hier, die würde ich ganz gerne noch auswechseln. Da würde ich dann schwarze Edelsteine reintun, ja, damit sich das so ein bisschen ausgleicht hier, damit ich nicht übermäßig viel Stärke habe. Aber ich denke mal, für Dungeons und sowas ist das dann trotzdem besser, ja. Und was soll ich dazu sagen? Die Spanne ist halt mega, ja. Und dadurch kriegt jetzt auch hier unser Bertram nochmal ein gutes Upgrade. Ja, nochmal eine richtig schöne neue Waffe am Start. So, ich meine, ja gut, die Waffe, damit können wir jetzt nichts mehr weiter anfangen. Das heißt, die ist sogar noch gar nicht großartig irgendwie, ja, durchs Klo gespült worden oder so. Deswegen werden wir das mal gleich machen. In die Toilette damit. Zack. Schauen. Oh, wir kriegen den Borkenknorker. Meine absolute Lieblingskundschafterwaffe, by the way. Gucken wir mal, ob die Kunigunde damit was anfangen kann. Kann sie sogar, ja. Und die Spanne ist da auch deutlich besser als auf meiner jetzigen Kunigunde-Waffe. Das ist natürlich, ja, das ist nett. Das ist auf jeden Fall nett, würde ich behaupten. So, dadurch können wir hier den Gegenstand zerlegen. So. Und können eventuell jetzt auch schon wieder auf der Waffe hier... Ne, können wir noch nicht. Okay, wir drehen mal ein bisschen am Glücksrad. Mal schauen, vielleicht kriegen wir ein paar normale Items. Ja, das sah ganz gut aus. Damit wir hier ein bisschen was zerlegen können. Gegenstand zerlegen, damit wir ein paar Metalle bekommen. Weil ich habe hier auf dem Account ganz viele Kristalle, aber keine Metalle. Ja, und deswegen... ich hatte mir das vorgenommen, glaube ich mal, irgendwie ein bisschen mehr zu zerlegen. Hab's aber, ja, was soll ich sagen? Ich habe es halt wieder vergessen. Ja, man kennt mich. Ja, und deswegen werden wir jetzt das mal ein bisschen tun hier. So, das Weitere muss ich sowieso mal ein paar Sachen hier irgendwie loswerden. Das Ding ist aber, manche Sachen wollte ich davon noch nicht loswerden,
weil ich die noch irgendwie gebrauchen konnte für irgendwas. So, aber dafür fehlen mir halt die Steine. Okay, ich glaube, ich habe jetzt schon 5-mal zerlegt, ne? Sonst hätte ich nicht, sonst kann ich, glaube ich... Irgendwo wurde es auch mal angezeigt hier mit den 5 von 5-mal zerlegen. Heute nicht mehr. Na gut, ja, alles klar. Okay, dann werde ich das erstmal verkaufen hier. So, damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. Und ich muss mal schauen. Ja, das sind so Sachen irgendwie. Plus 17 lohnt sich für mein Main nicht. Hier wird es sich schon wieder extrem lohnen. Hier wird es sich noch mehr... warte mal, ja, Stärke-Item, ja. Plus 59. So, dann brauche ich aber wieder einen neuen Edelstein. Und den möchte ich hier auch nicht unbedingt rausnehmen, oder? Will ich das? Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ne, wir werden jetzt erstmal in den Dungeons gucken. So, wir haben eine neue Waffe. Was macht man damit? Man geht erstmal in die Dungeons rein. So, und ich denke mal, dass mit dieser Waffe jetzt wieder ordentlich was fallen sollte. Weil, also, ja. Ja, also, da sollte ordentlich was fallen. Ja, gut, okay. Das war jetzt nicht der beste Versuch, aber auf jeden Fall ist die Waffe deutlich stärker. Ich hätte es noch ein zweites Mal verbessern können, als die wir vorher hatten. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt auch eventuell in der Rangliste wieder ein bisschen aufsteige, so. Und ja, ich eigentlich einzig und alleine will ich noch abwarten. Hier, warte mal, ich hatte ein Kunigunde-Item hier. Ja, guck mal, das ist schon gesockelt so. Da brauche ich halt nur noch einen Geschickstein, ne? Das wäre halt das, was ich noch hier haben wollen würde. Und ich muss mich echt ein bisschen mehr um mein Battlematch kümmern, fällt mir gerade auf. Weil die ganzen Sachen hier, die könnte ich alle mindestens auch noch 2-mal verbessern. Aber ich habe halt wirklich keine Kristalle hier, ne? Keine Metalle auf dem Account. So, das ist nicht gut. Ja, da muss ich unbedingt mal ein bisschen aushelfen hier, wie Haushelfen. damit ich hier mal ein bisschen vorankomme, ey. Ich stagniere ja hier wirklich sehr hart auf meinen Battlemage. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Greife ich hier überhaupt den richtigen an? Wer ist überhaupt momentan Platz, der Level höchst hier? Der Yami ist hier 433, aber ist er auch der höchste? Nee. Freedom, doch, war schon richtig. Okay, ja, ich denke mal, es war schon richtig, ja. Ja, auf jeden Fall neue Waffe am Start, das ist gut. Wir gucken in den Arena-Manager rein. So, hier bin ich auch. Naja, gut, hier war ich in letzter Zeit relativ fleißig, würde ich mal behaupten. Ja, hier habe ich des Öfteren mal geopfert jetzt, so. Auch wenn ich immer nicht, ja, keine Ahnung, so in dem Bereich ungefähr, so wie ich jetzt bin, hatte ich immer geopfert gehabt, so. Das heißt, ich werde nachher dementsprechend auch nochmal opfern und dann müsste ich auch schon bald hier auf dem Account, obwohl, nee, es fehlen mir immer noch 100 Toilettenpunkte, bis ich die auf 2,5 geballert kriege. Das wird noch dauern, aber auf meinem anderen Account sieht es dafür schon umso besser aus. Ja, und ja, deswegen, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier auf dem Account mal irgendwie so ein bisschen klarkomme hier, item-technisch mäßig, dass ich hier mal ein bisschen aufräume. So, das Ding ist hier alle Attributs-Item. Krieger, Berserker, das könnte er hier gebrauchen. Das brauchen wir aber nicht. Also jetzt habe ich nichts mehr, jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr zerlegen hier, ne? Gut, das hätte ich mir mal vorher überlegen sollen, das zu zerlegen. Aber dann weiß ich zumindest für morgen schon mal, dass ich dieses Rüstungsteil hier auf jeden Fall zerlegen kann, weil das brauche ich definitiv nicht mehr. So, bei der Toilettenrolle hier, ja, Hashtag Corona, muss ich mir das noch überlegen, weil das ist schon ein gutes Upgrade. Stärke, Gürtel. Achso, das ist wieder hier für den Magier hier so, ne? Ja gut, das sind 10 Punkte. Ja, ist jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so wild, wenn der jetzt kein neues hat. Also für 10 Punkte kann man sich das überlegen. Ja, ich mache das mal so. Ich werde mal die ganzen Sachen, die ich zerlegen könnte, tue ich mal hier in mein Inventar. Dann haben wir hier die Schuhe. Müssen wir mal gucken. Das ist ein huges Upgrade. Also ein richtig fettes Upgrade. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall noch... ach komm, das machen wir erstmal fix. Edelsteinsockel hinzufügen. Zack, boom, bam.
Und dann machen wir mal hier die Steingewinnung. Boom. Und let's go. So, haben wir das schon mal. Können wir zwar nicht verzaubern, obwohl einmal können wir. Aber es kostet auch schon sehr viele Metalle. Die will ich jetzt erstmal sparen. Das kostet mir zu viele Metalle. Ja, also Marquardt, du musst noch ein bisschen warten. Okay, aber dann haben wir schon mal ein bisschen aufgeräumt hier. So, gucken wir mal weiter. Die Schuhe hier, die werde ich der Kunigunde auch geben. So, dann haben wir hier nochmal Schuhe für die Kunigunde. Ne? Das Ding, das ist Trash. Das werden wir einfach mal hier in die Trash-Truhe. In die Trash-Truhe. So, das sind Items hier aus dem Wirbelwind. Die würde ich ganz gerne noch behalten, wenn es geht, damit ich die irgendwann mal bei der Hexe verkaufen kann, weil die ja 10 Mille kosten. So, hier haben wir alle Attributs-Item. Das braucht mein Main, glaube ich, nicht. Der Kampfmagier. Ja, das wäre schon wieder ein Update, ne? Also hier würde ich mir zwar auch mehr ein Dreier-Attributs-Item wünschen, aber das ist schon heftig so. Also, ja, müssen wir mal schauen. So, die Schuhe hatten wir gesagt für die Kunigunde. Der Stärke-Ring. Ich weiß gar nicht, 580 plus 18. Aber das Ding ist auch 6-mal verbessert hier. Nee, das kriege ich nie im Leben wieder zusammen. Heißt, Trash-Truhe. So, let's go. Ja, und dann müssen wir halt gucken. So, diese Sachen hier, die werde ich die nächsten Tage dann austauschen, sobald ich Edelsteine habe. Und die anderen Sachen hier, die muss ich gucken, dass ich die irgendwann bei der Hexe in den Pott geworfen bekomme, damit ich hier das maximale Outcome habe, sozusagen. Ja, gut. Dann war es das für den Tag auf jeden Fall für den Battle Mage. Ja, wollte ich euch nur mal drüber informieren. Hier geht es auf jeden Fall auch weiter, irgendwie krampfhaft, ja. Der Krampfmagier auch genannt in vielen Fachkreisen, ja. Und das war es dann für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Haut rein und bis zum nächsten Mal.